Hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder auf dem Weg nach Umma. Jetzt fragt der eine oder andere, was ist denn jetzt los? Die Tiff sitzt neben mir. Ja, ich habe ja in meinen vorigen Filmen gesagt, dass die Winat noch erstmal nach Hause muss, um alles zu klären, um am 12. Juli für immer oder sehr lange zu mir zu kommen. Und jetzt habe ich die Tiff gefragt, ob die vielleicht mit mir zur Oma geht. Wir haben jetzt Ende des Monats und Oma bekommt Geld zu essen von euch. Habe ich ja gesagt, 3.000 bekommt sie Essengeld und die Pflegekraft bekommt auch ihre 3.000 für den kommenden Monat. Und die Oma, die unterhält sich ja gerne mit der Tiff. Ja, jetzt habe ich die heute Morgen abgeholt und sie war richtig traurig. Sie hat geweint, weil ihre Katze weggelaufen ist. Sie hatte die transportiert vom Tierarzt und da ist die aus der Box rausgesprungen. Und jetzt an alle, die in Menam wohnen. Sie wohnt in der Sol 5 und hier bringe ich mal ein Bild von der Katze rein. Und die ist einfach weggelaufen, die war aber erschrocken und natürlich möchte sie ihre Katze wieder zurückhaben. Diejenigen, die sie finden, die können jetzt hier unter dem Film ist auch die Telefonnummer von der Tiff. Die können Sie gerne kontaktieren, wenn Sie die Katze sehen oder wenn ihr sie aufgenommen habt. Bei einem meiner vorigen Filme mit der Tiff habe ich ja auch erwähnt, dass die Tiff sich gerne darum kümmert, wenn hier jemand langfristig ein Haus sucht oder beziehungsweise eine Unterkunft. Da könnt ihr gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Dieses Angebot haben auch schon andere angenommen. Und naja, für einen Unkostenbeitrag könnt ihr gerne die Dienste, sage ich mal, von der Tiff erwerben. Da müsst ihr direkt mit der Tiff drüber reden. Es ist ja immer unterschiedlich, wie aufwendig das ist, hier eine Villa oder ein Haus zu finden. Wie gesagt, unter meinem Film sind die Kontaktdaten von Tiff. So, und wir sind auf dem Weg nach Umma. Ich bin ja jetzt 2 Wochen nicht mehr hier gewesen. Ach, die Tür ist zu. Ich muss noch eine Lampe anbringen bei Oma und natürlich sie auch besuchen und sie bekommt ja auch ihr Essengeld. Die Türe ist zu und wir haben kurz vor 12 Uhr. Das ist also ungewöhnlich. Dann gehen wir mal rein. Jai, you go first. Ich halte mich mal zurück. She's in bed. Oma liegt im Bett. Lassen wir die zwei jetzt erstmal alleine, Frauen unter Frauen. Ich weiß, das letzte Mal ist ja nicht gut angekommen, wo ich gedacht habe, das ist was mit Oma passiert. Die zwei lassen wir jetzt alleine. Die können sich unterhalten. Das ist nämlich komisch, dass die Oma kurz vor 12 Uhr noch im Bett liegt. Dann geht es ihr auch nicht gut. Ja, ich habe die Leiter mitgebracht. Ich muss ja aufs Dach oder ans Dach hoch, um da die Lampe zu installieren. Da bin ich froh, dass ich jetzt so ein großes Auto habe, dass die da reinpasst. Silikon. So, jetzt ziehen wir erstmal den Uwe. Hut an. Die Sonne knallt nämlich wieder ganz gut runter. Übrigens die Hüte, wenn ihr hier seid, in 20 Baht Shop bekommt man die. Sind gar nicht teuer, ich glaube 40 oder 50 Baht ist gar nichts. Dann hat man nämlich auch hier hinten den Rücken geschützt. So, dann nehmen wir das schon mal mit. Leiter. So, die Oma ist gerade rausgekommen. Jetzt sage ich mal guten Tag.
Sabberdi Kap. Komm her. Ja. Oma freut sich. Yeah? Yeah. What happened with her? She's asleep. Sleep until 12 o'clock. She make party last night. She make party. Jetzt fragt der eine oder andere, wieso denn Uwe-Hut? Also nur die Insider hier von Thailand, die wissen, dass ein Kollege, ein YouTube-Kollege von mir oben im Isan lebt. Und der macht auch ganz gute, sag ich mal, Videos für diejenigen, die auswandern wollen. Was man so alltäglich macht in Thailand, wenn man nicht zum Strand geht. So, die steht schon mal. Übrigens die Leiter, da wurde ich nachgefragt, die ist nicht von Deutschland. Die habe ich hier im Baumarkt gekauft. Und ich glaube, das war der gleiche Preis. Ich weiß nicht mehr, wie viel die gekostet hat in Deutschland. Die ist super robust. Die kann man mehrfach knicken in sämtliche Stellungen. Und die habe ich mir damals gleich hier gekauft, weil die Leitern, die man so sieht hier, da steigt man am besten gar nicht drauf. Ist zu gefährlich. Leider haben die Jungs die Halterung beim Abbau abgerissen. Die muss ich also da oben verkleben. Sonst sehe ich da erstmal keine Möglichkeit. Also die Lampen, die haben sich bewährt. Die habe ich also jetzt fast 2 Wochen bei mir mal zu Hause ausprobiert. Das funktioniert ganz gut und die hat auch verschiedene Farben. Vor allen Dingen kein Weiß. So gelbliches Licht, das sehen nämlich die Mücken nicht. So. Hier hinter ist ja direkt das Zimmer von Oma. Und da soll sie auch Licht haben, abends. So. Passt genau hier rein. Super. Einen großen Klecks mit Silikon. So, jetzt müssen wir da nur rein. Damit kann die Oma auch über die Fernbedienung jetzt das Licht ein- und ausschalten. Sie hat jetzt eine Taschenlampe. Und das wird ein weiterer Komfort für sie sein, da Licht zu haben. So, lassen wir mal die Leiter stehen, denn ich weiß nicht genau, ob ich wirklich an der anderen Seite richtig runtergekommen bin. Bin da hinten am Balken runtergekommen, jetzt muss ich erstmal das Bett von Oma verschieben. Tja, da hat sich gerade die Kamera verabschiedet. Die scheint kaputt zu sein. 13.000 Baht hinüber. Teures Hobby habe ich da. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt muss ich oben noch das Kabel richtig festmachen. Schieben wir erstmal das Bett hier rüber nach Oma. Tja, das ist, wenn man so ein Hobby hat. Technisch hochqualifizierte Dinge. Und dann, wenn was kaputt geht, das kostet natürlich richtig Geld. Und ich habe immer 2 Kameras. Die brauche ich immer bei den Interviews. Und wie man jetzt sieht, auch als Reserve. Das ärgert mich natürlich. Jetzt die Lampe. Wo haben wir die? Wir haben locker 31 Grad. Hier unterm Dach geht es eigentlich. Dach ist zwar warm, habe mir aber wärmer vorgestellt. Ja, da kam auch die Frage, wieso habe ich das nicht gleich mit Isolation bestellt? Ehrlich gesagt, wie ich den Schock hier bekommen habe, dass das Dach weggeflogen ist, habe ich natürlich nach dem vorhandenen Dach geguckt. Ich dachte, das gleiche könnte hier nochmal drunter.
Und ich wusste ja auch nicht, wie viel Geld reinkommt. Das Material musste schnell bestellt werden, dass der Dach wieder zu ist. Da sind also viele Dinge gekommen. Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Aber im Nachhinein, vorher weiß man ja nicht alles, was in Geld reinkommt, wie das mit dem Material ist, mit der Lieferung. Der hat das ja in 12 Meter Längen nach hier kommen lassen. Kann man das auch so zusammenrollen und viele Fragezeichen. Das war jetzt mal das Schnellste. Natürlich auch das Kostengünstige. Aber Oma ist jetzt erstmal für 2 Jahre gesichert und das ist sehr viel wert. So, jetzt probieren wir, wo ist die Fernbedienung. Hat sie da irgendwo eingesteckt. So, das ist die Fernbedienung. On, off. Jetzt hat die Oma da unten eine Fernbedienung liegen. On, off. Und da können wir sie jetzt mal einstellen auf, wenn es dunkel wird. Ich habe gerade gesehen, die Oma wird draußen von Tiff massiert. Ich sagte ja schon mal in einem der Filme, sie ist eine professionelle Masseuse im Bereich Heilmassage, also Spezialmassage. Sie bekommt auch durch ihr Können sehr viel Geld, wenn sie angestellt ist, vor allen Dingen von Krankenhäusern, wenn da diese Dialysepatienten sind, die mehrere Stunden da liegen. Und ja, die massiert sie dann auch. So, gehen wir mal raus. So, das ist jetzt hier fertig. Ja, da hat sie jetzt ihre Privatmasseuse. Sie genießt es. So, jetzt kriegt sie mal eine Einweisung in die Fernbedienung. Die hat sie zwar auch in der Küche, aber die wird sie jetzt wahrscheinlich öfters brauchen, wenn sie abends zu Bett geht, Licht einzuschalten oder aus. So habe ich jetzt gerade gesagt, sie kann heute Abend damit spielen. Die Fernbedienung liegt da, an, aus oder auf Zeit, ganz einfach. Wow! Wow! Die Oma hat jetzt einen Uferhut auf. Ja, dabei komme ich ja wieder Kopfschmerzen, wenn ich an meine zweite Kamera denke, dass die nicht mehr funktioniert. Jedenfalls, sie macht dieses, sie schockelt. Ist auch ziemlich heiß. Da ist ja auch dieser Akku, der aufgebläht drin ist. Wird jetzt die erste Maßnahme sein, vielleicht ist wirklich der Akku überhitzt und das geht über die Elektronik. Also 2000 Watt die Reparatur. Die Tiff ist eine ganz liebe, muss ich sagen. You are a lovely woman. Und die sucht auch einen Mann. You're looking also for a good man, huh? Sie ist sehr sensibel, ist sie. Also das mit der Katze hat sie ziemlich berührt, natürlich. Wenn einem das Tier wegläuft, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meinen zweiten Hund hier, da hatte ich ja früher mal einen Pudel gehabt mit dem Jem zusammen. Der ist auch nicht mehr wieder gekommen. Nach 2 Monaten habe ich dann am Straßenrand sein Halsband gefunden. Und das, was noch übrig geblieben ist überfahren worden. Das tut natürlich weh. Die Oma ist jetzt, finde ich, gut abgesichert. Vernünftiges Dach auf dem Kopf, eine finanzielle Absicherung. Sie kann essen, bestellen, was sie möchte. Die Pflegekraft, die muss ich gleich noch anrufen, dass die mal vorbeikommt. Aber das ist ja bewusst bei der Massage, bei der Thai-Massage. Es muss auch ein bisschen wehtun. Dadurch schüttet der Körper Antischmerzstoffe aus und anschließend fühlt man sich gut. Im Endeffekt heilt der Körper sich dann selber. That's the 3000 was I promise you. To look after Grandma. Und so. Und Grandma kriegt auch 3000. มา จ้ะ มา ให้พรเขาให้ ให้ พ พ ร รก่อน ให้พรก่อน
für nächsten Monat. ให้พรทุกสิ่ง Das ist von meinen Zuschauern. อายุมันกว่ายืน Das ist von der Donation von my viewer von YouTube. มาม้า Oh, gib mir einen Kiss. มาม้าให้การงาน สนุก So, da war Zahltag. Ja, wer auch noch Hallo sagen wollte, da ist die Winat. คุณยาย ได้ สวัสดีจ้าสบายจัง ครับไอ้อ ส ย่าง บา นี้ ยจัง นิดเดียวนะ ไม่ใช่ สบายดีไหม เออ สบายดีไหม สบาย เออเก็บไม่ได้ยิ ส น บายดี สบายโอ้ยเป็นจะสบายเนาะ เออสบายหลายหวัดดีเด้อจ้า นี่ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hey, she enjoy it. จะมาอีก สบายดีอายุยื ส น วัสดีค่ะพี่ สวัสดีครับนี่ค่ะ มาเมื่อไหร่ อิจฉาคุณยายไหมน่ะ อิจฉาขนวดเนี่ยขนวดเออย ายมีคนนวด Okay, แล้วเจอกันนะคะคิดถึงนะคะ จ้า bye bye. Bye bye. ลูกเล็กกันบ้านนะขอบคุณค่ะ Yeah. Okay, kiss. จุ๊บจุ๊บ โอเคคิส Bye. Oh, you too. Bye. So viel Neues kommt jetzt nicht mehr. Die Oma wird jetzt noch fertig massiert. Ich sage, hier können wir schön sagen. Vielen Dank für die Spenden. เขาไม่นั่งนานเนาะ Der Oma kann jetzt ein sorgenfreies Leben führen. Okay, wir sind. Bye บาย bye. ก่อนมาม้า Bye bye. บายบายยิ้มด้วยมาม้ายิ้มด้วย ยิ้มนี่ Ein Lächeln, ein Lächeln. ให้พรเขามั่งเลยยกมือสาธุให้พรเขาสาธุให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยการงานเจริญรุ่งเรือง ได้เรียนโรงเรียน ให้เป็นสุขสุขภาพแข็งแรง ต้องไปนี่ โดน เพี้ยเลย ชิโตกิ้งวาซาโกโอน Hm? วาซาโกโอนอยู่ เพี้ย เยี่ย เพี้ยเลยเจ้า โดน